So ihr Lieben, heute mache ich mit euch ein Dinkel-Quinoa-Brot. Es gibt nämlich nichts Besseres als Quinoa im Brot. Was wir dafür brauchen, ist eine Schüssel, eine Tasse Mehl, Quinoa, Hefe und Salz. Wir fangen mit 3 Tassen Mehl an. Ich werde immer wieder gefragt, wie viel Gramm das sind. Ich habe das jetzt heute nochmal abgewogen und 3 Tassen Mehl entsprechen genau 600 Gramm und 1,5 Tassen Wasser entsprechen genau 500 Milliliter. Ich nehme 2 Tassen Dinkelmehl 630, also eine Tasse Mehl, die zweite Tasse Mehl. Und jetzt nehme ich eine Tasse Dinkelmehl 1050. Ihr könnt auch eine Tasse Dinkelvollkorn nehmen. Und die dritte Tasse. Darauf gebe ich jetzt 2 Teelöffel Salz. Und einen Teelöffel Trockenhefe. Und das Ganze verrühre ich schon mal ein bisschen. Dann müsst ihr 80 Gramm Quinoa nehmen. Das kocht ihr nach Anleitung für 10 Minuten. Kippt das in ein Sieb, lasst es abtropfen. Und dann sieht das so aus. Das sind 80 Gramm, die habe ich schon gekocht und abgekühlt. Und das geben wir jetzt darauf. Und das rühre ich jetzt auch schon mal leicht unter. Wir brauchen jetzt Wasser. Wir nehmen die gleiche Tasse, die ihr zuvor für das Mehl verwendet habt. Ich habe jetzt hier die 500 Milliliter. Ich zeige euch das, dass das 1,5 Tassen sind. Die erste Tasse, die mache ich nicht so ganz voll. So. Und eine halbe Tasse. Und das verrühren wir jetzt. Ich lese das immer wieder in den Kommentaren, dass die Leute schreiben, du kannst kein heißes Wasser auf Hefe geben. Doch, bei Trockenhefe geht das problemlos. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren so und mir ist noch nie ein Brot misslungen. Bei frischer Hefe dürft ihr natürlich kein heißes Wasser nehmen, aber bei Trockenhefe geht das ohne Probleme und mein Wasser aus der Leitung ist wirklich sehr heiß. So, das Ganze verrühren wir jetzt. Das Schöne ist, ihr braucht den Teig nicht kneten, einfach nur verrühren. Und das Ganze decken wir jetzt ab und stellen es für 3 Stunden auf Seite. Durch das heiße Wasser verkürzt sich die Gehzeit und wir können das Brot schon nach 3 Stunden backen. Grundsätzlich gilt natürlich, je länger wir den Teig stehen lassen, desto besser. Ihr könnt ihn also abends vorbereiten und über Nacht stehen lassen. Aber 3 Stunden reichen vollkommen aus. Das Ganze decken wir jetzt ab. Ich nehme dafür einfach so einen Deckel. Und dann lassen wir das 3 Stunden stehen. Die 3 Stunden sind rum. Mein Teig ist super aufgegangen. Ich werde immer wieder gefragt, warum ist der Teig bei mir nicht aufgegangen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr euch genau an das Rezept haltet, kann eigentlich nichts schief gehen, außer ihr messt die 1,5 Tassen Wasser falsch ab. Ich weiß es nicht, der Teig darf nicht zu fest sein, aber wenn ihr alles richtig macht, sollte der Teig eigentlich so aussehen. Jetzt nehmen wir Backpapier und streuen ruhig ordentlich Mehl darauf. Machen wir jetzt Klumpen ein bisschen. Ich hole schon mal meinen Topf. Ich backe wie immer in der Cocotte. Die gibt es im Moment super günstig auf Amazon für 40 €.
Und ihr wisst vielleicht, dass Frontignac von Staub ist und eine Cocotte von Staub kostet mal eben an die 200 Euro. Die kostet 40 Euro und ist von super Qualität. Kann ich euch also wirklich nur empfehlen. Ihr seht, wie schön der Teig aufgegangen ist. So, das Ganze wälzen wir jetzt einmal in dem Mehl. Richtig komplett rundherum. Jetzt nehme ich den Topf. Ich falte die 4 Ecken vom Papier hoch und stelle das Ganze in den Topf. Dann versuche ich es mit möglichst wenig Falten hier reinzukriegen. So. Darauf streuen wir jetzt nochmal Quinoa-Körner. Ruhig ordentlich. Und streuen auch noch Mehl drauf. Das sieht dann immer schöner aus. Ich mache jetzt den Deckel drauf. Ich heize jetzt den Backofen vor auf 220 Grad. Solange lasse ich den Teig noch mal ruhen und dann backen wir das Brot. Ich habe das Brot gerade aus dem Ofen geholt. Es hat jetzt 40 Minuten gebacken. Und jetzt holen wir das Backpapier raus. Jetzt kommt der Topf ohne Deckel für weitere 30 Minuten in den Ofen. Wir bleiben bei 220 Grad. So, das Brot ist jetzt fertig gebacken. Sieht super aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es fertig ist, einfach Klopftest machen. Ich lege das Brot immer gerne auf Stäbchen und ich schneide es jetzt einfach mal an. So sieht das Brot von innen aus. So, also wie man sieht, es ist von innen total zart und weich. Es hat eine super schöne Porung, ist gut aufgegangen. Mit dem Quinoa da drin wirklich super lecker. Das ist meine Lieblingsvariante. So backe ich das Brot immer. Hier nochmal das Brot, schön durchgebacken. Super lecker und ihr solltet es probieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde immer wieder gefragt, ob man das Brot auch in einem Römertopf oder in einer Auflaufform backen kann. Alles, was feuerfest ist, könnt ihr zum Backen benutzen, aber es braucht einen Deckel. Am besten sind diese Bräter, weil die einfach die Wärme ganz anders speichern. Damit geht es einfach am besten. Womit es auch ganz toll geht, ist mit dem Ultra von Tupper. Das sind 2 Liter. Wie man sieht, ich benutze das sehr oft. Ich mag beides. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich besser finde. Ich benutze beides gerne. Wenn ihr den Ultra benutzt, braucht ihr kein Backpapier. Das ist das Schöne. Ihr streut einfach ordentlich Mehl auf den Boden und dann könnt ihr das Brot backen.
nach 40 Minuten einfach den Deckel runter und zu Ende backen. Hier müssen wir jetzt zwischendurch das Papier rausholen. Ihr könnt aber auch einen Römertopf nehmen oder einen ganz normalen Edelstahltopf. Wichtig ist nur, ihr braucht einen Edelstahldeckel. Mit einem Glasdeckel geht es nicht, es sei denn, der wäre feuerfest. Aber damit funktioniert es auch. Der einzige Unterschied hierbei ist, dass es hierin einfach ein bisschen länger braucht, weil dieser Topf natürlich die Wärme nicht so speichert wie ein Brayta oder der Ultra. Deshalb müsst ihr hier 50 Minuten backen pro Backgang und nicht 40 Minuten. Es kann sogar sein, dass ihr zum Schluss noch mal 10 Minuten länger backen müsst. Dann müsst ihr einfach den Klopftest am Ende machen. Aber es geht auf jeden Fall auch mit so einem ganz normalen Edelstahltopf.